Heute geht es um Verben zum Thema Kommunikation. Und in diesem Video spreche ich auf Deutsch. Ich werde versuchen, langsam und deutlich auf Deutsch zu sprechen und ich werde diese Verben auf Deutsch erklären. Vielleicht werde ich manchmal ein Wort auf Spanisch sagen, aber dieses Video ist einerseits eine Übung, um diese Verben zu lernen und andererseits ist es eine Hörübung. Beginnen wir mit dem ersten Verb. Sprechen. Das Wort sprechen heißt auf Spanisch hablar. Normalerweise wird es so übersetzt. Und das Verb sprechen bezeichnet die motorische Funktion. Der Mund, die Zunge, die Zähne. Ich kann sagen, ich spreche sehr deutlich. Oder er spricht sehr laut. Ich kann auch sagen, sprichst du Spanisch? Sprichst du Deutsch? Kannst du sehr gut Englisch sprechen? Diese Funktion, eine Sprache sprechen zu können, wird mit diesem Verb bezeichnet. Weiter geht's mit dem nächsten Verb sagen. Sagen wird normalerweise auf Spanisch mit decir algo übersetzt. Wenn ich etwas sage, dann habe ich eine bestimmte Information, die ich einem anderen sagen möchte. Zum Beispiel, ich sage dir ein Geheimnis, un secreto. Ich sage dir, was ich gestern gemacht habe. Weiter zum nächsten Verb. Reden. Reden bedeutet, dass man meistens mit anderen Personen zusammen redet. Ungefähr charlar auf Spanisch. Ich kann sagen, ich rede sehr gerne mit meinen Freunden über Fitness und über Politik. Oder redest du gerne über das Wetter? Wir reden über bestimmte Dinge. Das heißt, wir kombinieren reden mit der Präposition über. Wir können auch sprechen mit über kombinieren. Das heißt, ich spreche über die deutsche Grammatik und ich rede über die deutsche Grammatik. Weiter zum nächsten Verb erzählen. Hier sage ich erzähle eine Geschichte, una historia. Oder ich erzähle ein Märchen, un cuento, ein Märchen, erzählen. Diese Dinge erzählt man. Ich kann auch von meiner Lebenserfahrungen, experiencia de mi vida, o experiencia, ich kann von meiner Erfahrung erzählen. Ich erzähle dir von meiner Erfahrung, wie ich Spanisch gelernt habe. Und weiter zum nächsten Verb. Besagen. Also sagen und besagen sind zwei sehr verschiedene Verben. Wir benutzen besagen im Kontext von Zahlen oder Statistiken
oder von Daten oder von bestimmten sehr technischen Informationen. Stell dir vor, ich habe eine Statistik und in dieser Statistik steht, 50% der Personen lesen jede Woche ein Buch. Dann kann ich sagen, diese Statistik besagt, dass 50% der Leute jede Woche ein Buch lesen. Also ein sehr typischer Anfang von einem Satz ist, diese Statistik besagt oder dieser Text besagt und so weiter. So benutzen wir dieses Verb. Besprechen bedeutet diskutieren. Diskutieren und besprechen sind Synonyme. Das Wort diskutieren kommt aus dem Lateinischen und die deutsche Version von diesem Verb ist besprechen. Und das Nomen dazu ist die Besprechung und die Diskussion. Zum Verb plaudern. Wenn ich mit jemandem plaudere, ist das ein bisschen so wie reden. Mir fällt das mexikanisch-spanische Wort platicar ein. Plaudern oder vielleicht auch reden. Wenn ich plaudern benutze, dann ist das auf jeden Fall mit anderen Leuten zusammen. Also wir plaudern gerne über unser Leben oder wir plaudern gerne darüber, was die Stars im Internet machen. Solche Dinge. Plaudern. Es kann auch ein bisschen wie Gossip auf Englisch sein, aber plaudern ist einfach sehr locker. Und jetzt habe ich noch 2 reflexive Verben. Und ich beginne mit dem Verb sich ausdrücken. Expresarse. Das Nomen dafür, der Ausdruck, la expresión, sich ausdrücken. Expresarse oder vielleicht ohne se auf Spanisch. Expresar algo. Etwas ausdrücken kann man auch so benutzen. Und das Gegenteil, la impresión, ist der Eindruck. Eindruck und Ausdruck. Und weiter geht's jetzt mit einem Beispiel. Ich kann mich, wenn ich nervös bin, nicht gut ausdrücken. Ein Schauspieler kann sich auf der Bühne sehr gut ausdrücken. Oder ein Schauspieler muss sich nicht nur verbal, also wörtlich, ausdrücken, sondern er muss sich auch mit der Körpersprache ausdrücken. Das heißt, er drückt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Weiter zum Verb sich äußern. Das ist sehr ähnlich, denn außen äußern ist auch mit exterior, extra, wo Expression, das sind diese Wortwurzeln, diese Raíces, das sind die gleichen Wortwurzeln. Hier denke ich an einen anderen Kontext. Hier denke ich zum Beispiel an, er äußert sich zur nächsten Präsidentschaftswahl. Oder ich möchte mich zu diesem Thema nicht äußern. Eine Meinung äußern. Ich finde, ich kann meine Meinung hier nicht frei äußern. Oder wir sollten alle unsere Meinung frei äußern. So benutzt man dieses Verb. Und damit schließe ich dieses Video. Ich hoffe, es war interessant, nützlich, hilfreich.
Schreibt mir in die Kommentare, welche Themen ihr gerne sehen möchtet. Wie kann ich euch beim Deutschlernen helfen? Schreibt es mir in die Kommentare und ihr könnt auch sehr gerne diese Verben in den Kommentaren üben. Y esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado. Nos vemos en la próxima unidad.